Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist schon Türchen Nummer 17 bei unserem Wir machen Weihnachten Adventskalender. Wo ist denn bitte die Zeit geblieben? Es ist schon fast Weihnachten. Und was brauchen wir vielleicht noch zu Weihnachten? Ein paar Weihnachtskarten. Ich finde es nämlich ewig schade, ja, dass wir so oft nur noch per Mail oder per WhatsApp-Nachrichten Weihnachtsgrüße verschicken, zu denen ich leider, muss ich zugeben, auch in der Regel gehöre, weil ich immer so eine bin, die auf den letzten Drücker die Sachen macht. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, wir könnten vielleicht es doch noch schaffen, ein paar Weihnachtskarten persönlich zu schreiben und noch abzuschicken. Kriegen wir zeitlich, glaube ich, noch ganz gut hin. Wir können natürlich so eine Weihnachtskarte auch direkt ans Päckchen machen, wenn wir das persönlich überreichen. Und deswegen habe ich mir heute Weihnachtskarten überlegt, die wir noch schnell und einfach machen können. Ja, und vielleicht sogar auch in der Großproduktion, je nachdem wie viele Karten wir noch brauchen, noch anfertigen können, damit wir sie noch rechtzeitig verschicken können. Ich rede jetzt auch gar nicht lange drum rum. Wir starten direkt und fangen mit der ersten Weihnachtskarte an. Viel Spaß, wir sehen uns am Schluss nochmal. So, für die erste Karte habe ich mal alles aufgebaut, was wir an Materialien brauchen. Ich arbeite jetzt hier auf einer quadratischen Karte, es funktioniert aber genauso gut auch auf einer normalen rechteckigen Karte. Dann habe ich hier einen Gegenstand, um einen Kreis aufzumalen. Der ist so ein bisschen kleiner als die Karte. Und dann haben wir hier verschiedene Weihnachtspapiere. Du kannst aber auch Geschenkpapierreste nehmen, die funktionieren da genauso gut. So, und was wir auch noch brauchen ist ein Klebestift. Heute habe ich einen zur Hand, beim letzten Video hatte ich ja keinen. Jetzt habe ich aber einen in der Drogerie gesehen und habe ihn direkt mitgenommen. Also heute wird ein Klebestift sehr häufig zum Einsatz kommen. Dann habe ich hier ein Stück Tonkartonrest und verschiedene Stempel mit Weihnachtsgrüßen. Du kannst es aber auch handschriftlich dann machen und bei Stempeln natürlich auch ein Stempelkissen. Und zum weiteren Verzieren habe ich hier noch ein paar Sterne besorgt. Dann einen Bleistift, eine Schere und ein Lineal. Ja, und das wäre soweit alles. Und dann nehme ich mal mein Weihnachtspapier. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal hier das mit den Weihnachtsbäumen und male mir auf der Rückseite einen Kreis auf, den ich dann ausschneiden werde. Kannst du aber super auch mit Stoffresten oder so machen. Ich zeige dir nachher dann auch noch ein paar Beispiele von der Karte, wie man die sonst noch machen kann. Und jetzt schneide ich mir meinen Kreis halbwegs ordentlich aus und dann nehme ich meinen super duper neuen Klebestift. Ich arbeite gar nicht so oft mit Klebestiften, deswegen habe ich die auch nie da, weil die bei mir einfach nur austrocknen. Und lege mir noch was unter, damit ich mir nicht gleich die Karte einsaue. Und klebe meinen Papierkreis möglichst mittig auf die Karte. So. Und dann nehmen wir unser Stück Tonkarton und stempeln da einen kleinen Weihnachtsgruß. Wie gesagt, kannst du auch natürlich, keine Ahnung, lettern oder wie auch immer du das gerne machen möchtest. So, wunderbar. Das geht halt am schnellsten natürlich mit dem Stempel. Und dann schneide ich mir das mal schön aus. Und dann können wir jetzt das entweder so lassen oder wir machen das so ein bisschen hier. So viel Zeit nehmen wir uns. So eine kleine, ich finde, das sieht immer auch noch mal netter aus. Kleine Ecke rausschneiden. Und dann können wir das auch noch auf unsere Karte aufkleben. Entweder gerade oder so ein bisschen schräg. Ich finde das eigentlich schräg ganz nett. Kommt wieder mein schicker Klebestift zum Einsatz. So. So, dann haben wir das.
So, und dann kann man das natürlich nach Lust und Laune mit den Sternen. Die haben sogar hier so Klebepunkte. Die kann man hier jetzt noch draufkleben. Und so schnell wäre dann schon eine Karte fertig. Ich zeige dir jetzt noch ein paar Varianten. So, das wäre jetzt hier mal die genähte Variante. Ich habe hier einfach mit dem roten Faden das Schild und den Kreis aufgenäht und dann mit 2 roten Sternen noch verziert. Kannst dann auch aus Papiersterne, vielleicht hast du auch einen Sternstanzer oder so, kann man natürlich auch immer hübsch alles verzieren. So, und hier haben wir jetzt so meine Lieblingsvariante, weil sie schön schlicht und einfach ist, einfach mit diesen weißen Punkten, die ich hier mit so einem Acrylmarker gemacht habe, einfach in regelmäßigen Abständen eben drumherum kleine Punkte setzen. Das Schildchen habe ich hier mit 2 Ösen einfach befestigt und gar nicht aufgeklebt. Dann noch so ein kleiner Holzstern und fertig ist die Karte. Also viel mehr brauchst auch nicht meiner Meinung nach, deswegen gefällt mir diese schlichte Variante ganz gut. So, hier habe ich Material für die zweite Karte, wieder meine quadratische Karte, kannst es aber auch wieder auf jeder rechteckigen Karte auch machen. Dann habe ich mir hier so kleine Sterne ausgestanzt. Ich habe noch so einen kleinen Stanzer, leider ein bisschen größer wäre schön gewesen, habe ich aber leider nicht. Dann habe ich hier wieder einen Weihnachtsstempel, kannst es aber auch wieder handschriftlich machen. Ich habe einen schwarzen Stift und wenn ich ihn schon habe, dann benutze ich ihn jetzt auch, meinen Klebestift. Und dann fange ich an und ordne erstmal meine Sterne auf meiner Karte an. Und ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Einfach ein bisschen lebendig anordnen, sage ich mal. Mal hier weiter unten. Ja, und wenn ich dann zufrieden bin mit meiner Anordnung, dann, du ahnst es wahrscheinlich schon, packe ich meinen Klebestift wieder aus und fixiere die einzelnen Sterne dann auf meiner Karte. In dem Fall stempel ich dann meinen Weihnachtsgruß auch wieder auf der Karte auf. Das mache ich hier unten links. Ja, und damit meine Sterne hier nicht nur so in der Luft schweben, bekommen sie jetzt noch so einen kleinen Faden, damit das aussieht, als hätte ich sie an der Karte aufgehängt. Ja, und zum krönenden Abschluss male ich jetzt oben an meinen Sternen noch ein kleines Schleifchen auf. Ich finde, das sieht auch immer noch mal ganz süß und nett aus. Und auch gar nicht hier zu gleichmäßig, sondern die können ruhig ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, also in Hessen heißt Schleife Schlippche, wie das vielleicht in deinem Dialekt heißt. Wie sagt ihr denn für Schleife? So. Ich würde das jetzt so lassen. Man kann es natürlich noch weiter verzieren oder auch den Weihnachtsgruß ein bisschen präsenter machen. Aber wie gesagt, ich mag es halt eher so ein bisschen reduzierter und schlicht. Aber hier kann ich dir dann auch noch ein paar Varianten zeigen. Hier jetzt eine Variante mit einfachen Kugeln, die ich hier ganz schnell mit so einem Kreisstanzer ausgestanzt habe. Das geht dann auch richtig, richtig schnell und dann kann man da, wie gesagt, wieder mit dem Lettering einen Weihnachtsgruß oder eben aufstempeln. Und hier ist nochmal die Sternenkarte. Jetzt habe ich hier unten aber so einen kleinen Banner mir ausgeschnitten und das drauf gestempelt. Das gibt dem Schriftzug dann auch nochmal ein bisschen Halt. Und das wären jetzt dann auch nochmal so die Varianten, die wirklich ganz, ganz schnell und einfach gehen. So, hier habe ich mir schon meine Karte vorbereitet. Einfach aus dem Stück Tonpapier einen Kreis ausgeschnitten und dann nehme ich mir einen Gegenstand, einen runden und einen Stift. Ich arbeite jetzt hier mal mit einem schwarzen Stift und dann lege ich mir meinen Gegenstand an und ziehe hier einmal 2 Linien durch. 2 so Halbkreise, ungefähr so. Und dann habe ich wieder einen Acrylstift, diesmal in Gelb. Und da mache ich mir jetzt schöne Punkte. Mal kurz ausstopfen, so. Und dann male ich mir einfach ein paar gelbe Punkte. So, ein bisschen größer, so. Wenn du einen goldenen Stift hast, kannst du es zum Beispiel auch mit einem goldenen Stift, wenn du keinen gelben gerade da hast. Und dann kommt wieder mein schwarzer Stift zum Einsatz.
Und dann mache ich da einfach nur so einen kleinen Strich zu meinem gelben Kreis. Und dann wirst du es vielleicht schon erkannt haben, was es sein soll. Eine kleine weihnachtliche Lichterkette. So, und dann können wir noch unseren Weihnachtsgruß mit aufbringen. Zack. Und fertig ist die Karte. Also wirklich auch wieder ganz schnell, ganz einfach, ganz schlicht gemacht. Du kannst natürlich die Lichterketten auch ein bisschen anders anordnen. Ich zeige dir jetzt gleich noch ein paar Beispiele. Ich habe wieder meine Striche aufgemalt. Ich habe hier diesen süßen kleinen Sternenstempel. Das muss ja auch keine Lichterkette sein. Ich muss nur gucken, dass ich dann die Spitze auch nach oben habe. Und dann stempelt man einfach ein paar Sterne als Sternengirlande. Da kannst du jetzt sogar auch wieder so kleine Schleifchen dran machen. Sieht bestimmt auch nett aus. Ich würde es, glaube ich, ohne Schleifen machen. Das hat mir persönlich besser gefallen. Aber dass du einfach auch diese Variante mal siehst. Und dann ist auch diese Karte fertig. So, und jetzt kommt meine Lieblingskarte. Die geht wirklich so schnell und einfach und sieht richtig schön aus. Und dafür brauchst du so einen Brushpen. Wenn du keinen Brushpen hast, ist auch nicht schlimm. Das wirst du gleich sehen. Das ergibt so eine Tropfenform, die kann man auch händisch aufmalen. Aber die Karten werden einfach wunderschön. Und es geht so schnell. Und wie gesagt, ein Brushpen und einen roten Acrylstift. Und schon könnte es losgehen. Gerade da mache ich meinen Weihnachtsgruß als erstes und versuche das möglichst mittig auf meiner Karte zu platzieren. So. Und dann suche ich mir einen runden Gegenstand. Und schaue, dass mein Schriftzug in der Mitte ist und ziehe mir dann mit Bleistift einen zarten Kreis um meinen Schriftzug. So. Und das ist jetzt eine schöne Idee für alle Brushpen-Besitzer, weil, wenn wir uns so einen Brushpen mal anschauen, dann hat der ja so eine schöne Spitze. Und mit dieser Spitze, wenn man die so aufdrückt, kriegt man so kleine Tropfenformen. Wenn du jetzt so einen Brushpen nicht hast, dann kannst du die Tropfenform natürlich auch freihand aufmalen mit einem normalen Filzstift. Mit so einem Stift geht es natürlich ein bisschen schneller. Und dann gehe ich jetzt um meinen Kranz rum und drücke einfach solche kleinen Tropfenformen rund um meinen Kranz. Also stempel quasi mit meinem Brushpen einen schönen Kranz auf. Und es geht halt auch super schnell und einfach. Muss auch gar nicht so akkurat und gleichmäßig werden. Zack. Und so schnell hast du einen schicken Kranz. So, und dann nehme ich wieder einen Acrylmarker und dann können wir hier einfach noch so ein paar rote Beeren zwischen reinsetzen. So, also schneller geht es ja nur wirklich nicht. Und wer mag, kann dann noch ein Schleifchen dran machen oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich bin eher für die schlichte Variante und so hast du ruckzuck einen wunderschönen Weihnachtskranz
auf einer Weihnachtskarte. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es war die eine oder andere Weihnachtskarten-Inspiration für dich dabei und dir hat das Video gefallen. Gestern war die liebe Lisa dran von Einfach Lilienhaft. Schau da auch gerne mal vorbei, die hat auch was Tolles gemacht. Ihren Kanal verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und morgen ist wieder die liebe Jelena dran von Jelena DIY, die mit Sicherheit auch wieder was Schönes zeigen wird aus ihrem wunderschönen Haus in Frankreich, auf das ich sie ein bisschen beneide. Dieses schöne Haus, wirklich wunderschön. Schau da auch unbedingt mal rein. Ja, und jetzt wird mich mal interessieren, Butter bei den Fische, bist du eine Kartenschreiberin an Weihnachten oder gehörst du auch zu Team, ja, ich schicke meine Weihnachtsgrüße eher per Mail oder per WhatsApp? Schreib mir das mal gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, Schluss für heute von meiner Seite aus und ich freue mich schon aufs nächste Video und freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Ja, und bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!